Aus meiner persönlichen Sicht haben sie das ganze Crafting-Waffensystem komplett verkackt. Weil sie hätten es eigentlich so machen müssen. Diamonds und Amethyst mit niedrigen Wahrscheinlichkeiten ist es Spam-Crafting. Du farmst hunderte Diamonds, hunderte Amethysts und dann kannst du einfach spammen und wenn du Glück hast, hittest du es vielleicht und boom. Rich. Eigentlich nicht. Kannst du genauso Geld verlieren. Wo du aber halt nicht wirklich Geld verlierst, weil du hast alles selber gefarmt, einfach von normalen Monstern. Also du hast zumindest kein Geld ausgegeben. Du hast einfach nur weniger Einnahmen erzielt oder whatever. Und dann hätten sie zusätzlich zu diesen Systemen es so machen müssen, dass du die Waffe auch zu 100% craften kannst. Dafür brauchst du aber gewisse Items. Wie zum Beispiel Brilliant Amethyst, aber dann halt nicht einen, sondern irgendwie 5 oder so. Und zusätzlich von irgendwie den 5 oder von allen Solo-Bossen irgendwie ein spezielles Item, sowas wie Dragon Tooth. Also müsste halt ein bisschen seltener sein als Dragon Tooth, aber nur vom Prinzip her. Also Clockworks droppt irgendein Item fürs Crafting, Meteor droppt 1, Red Meteor droppt 1, Kriton droppt 1. Und bei Behemoth-Waffen halt auch noch Chief Keokuk oder so. Irgendwie so, dass halt, du musst irgendwie bei 10 verschiedenen Dungeons-Bossen musst du irgendein Item rausholen, dann würde jeder Dungeon auch wieder mehr Relevanz bekommen. Was ja vor allem für Low-Level-Spieler relevant wäre, dass auch Low-Level-Spieler mit Clockworks richtig fett Asche machen könnten, wenn sie das richtige Item droppen, weil man damit zum Beispiel Behemoth-Waffen craften könnte. Und dann brauchst du all diese Items und ja, das ist ein ziemlicher Aufwand, die alle zusammenzusuchen und die sind dann auch alle eigentlich einiges wert. Also bei Behemoth-Waffen wären es dann wahrscheinlich mindestens 10 Brilliant Amethyst oder so, oder sogar 20, was weiß ich, plus diese ganzen einzelnen Items. Und dann hättest du das Gamble-System mit niedrigen Wahrscheinlichkeiten, wie gesagt, wo du spammen kannst. Und aber auch einfach dieses 100%ige System, was es halt aber erfordert, wenn du alles selber farmen willst. Dass du dann einfach alle Bosse machen müsstest. Oder du kaufst halt die Items einzeln zusammen von anderen Leuten. Jedes Item irgendwie 100, 200 Mio wert, so verhältnismäßig wie Brilliant Amethyst. Von der Seltenheit her vielleicht auch alle so ähnlich wie Brilliant Amethyst. Und wenn du alles zusammen hast, kannst du es dir einfach zu 100% craften. Und wie immer ist es dann wahrscheinlich nicht wirklich sehr viel günstiger, aber du kannst dir halt die Waffe dann aussuchen. Und du kannst es halt theoretisch, wie gesagt, auch einfach selber farmen. Sofern du halt alle Dungeons farmen könntest oder irgendwie so. Wäre schon cool, wenn es das als Alternative gäbe. Oder etwas Vergleichbares. Oder du schrottest 10 Herneswaffen und kriegst dann die notwendigen Ressourcen, so wie bei Ultimate Jewelry. Also du schrottest deine Schmuck plus 20 von früher zum Beispiel und kannst dafür dann Ultimate Jewelry craften. So hätte man es auch machen können, dass du, wenn du eine Bloody Waffe plus 10 schrottest, kriegst du wenige Materialien fürs Weapon Crafting. Und wenn du eine Herneswaffe schrottest, vor allem wenn es eine Ultimate Herneswaffe ist, kriegst du sehr viele Materialien. Und dann kannst du dir auch einfach eine Waffe craften. Eine Waffe deiner Wahl sozusagen. Auch das hätten sie machen können irgendwie. Dass man altes Equipment sozusagen verwerten kann. Oder wenn man eine schlechte Herneswaffe droppt, appt man sie einfach auf plus 10, holt sich die Materialien und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, craftet man sich daraus eine Behemoth-Waffe oder so. Wäre auch eine Option gewesen. Also ich finde, was das Crafting angeht, haben die richtig verkackt eigentlich bei Flife Universe. Das hätten sie schon anders gestalten können. Vor allem kann man ja Behemoth-Waffen gar nicht craften, das ist wack. Und Herneswaffen-Crafting ist halt immer nur, ja wow, du hast einen Brilliant Amethyst. Und dann ist es einfach nur, wie viele Tries hast du, lackst du rein oder nicht. Aber wenn man es direkt craften könnte, wie beim Ultimate-Schmuck, wie gesagt, zu 100%, wäre halt irgendwie nicer. Weil nicht jeder will halt einfach immer gamblen. Und an einem Gamblen verdienen die eigentlich auch gar kein Geld. Weil du Brilliant Amethyst farmst du, Paradise 10 und 12 farmst du, da kann man ja nicht mal Geld ausgeben, also F-Coins. Also hätten sie auch gleich ein richtiges Crafting-System machen können, wenn man eh nicht cashen muss dafür. Gibt da, glaube ich, kein einziges Item im Cacher, was man benutzen kann zum Gamblen. Für Crafting zumindest, für Weapon Crafting. Also irgendwie sinnlos. Dass sie es beim Schmuck so gemacht haben, aber nicht bei den Waffen. Heftige Marktlücke. Vielleicht kommt's ja noch. Was bringt Elder Traitors in Eilun eigentlich? Was droppt der? Nichts. Der ist komplett nutzlos und ich verstehe auch nicht, warum den die Leute töten.
there's ass cheeks.